This is not culture. They are not working in culture. Yeah. And that's the reason why they are not able to understand, I think. Yeah. But we will continue fighting. We will continue We will fighting. continue fighting. Oh yeah. Save Mauer. Save Mauer. Save Mauer. In dem folgenden Gespräch mit Katja Ahrens von der SPD-Fraktion Pankow hatte ich die Chance, mit ihr angesichts ihrer Erfahrungen über die Zukunft von Mauerpark zu reden. Bekannt dafür, Leute zusammenzubringen über die Bezirksgrenzen hinaus. Für die Mauer, die einst Berlin in Ost und West teilte, die nun besprüht wird durch Graffiti, Trommelgruppen, denen jeder, egal welchem Alters und Hintergrund beiwohnen kann. Im Umkreis findest du Karaoke, viele Musiker, die dort zum ersten Mal spielen oder auch wiederkehrend ihre Community als Straßenmusiker begrüßen. Und außerdem ist Mauerpark der einzige Ort, an dem Straßenmusik wirklich erlaubt ist in Berlin. Leider fühlen sich einige Anwohner und auch neue Anwohner, Mieter, welche in der Nähe wohnen, gestört durch die Lautstärke. In der Reaktion auf gehäufte Beschwerden und auch juristischen Druck von einem Mieter, soweit ich weiß, hat das Bezirksamt Pankow nun eine neue Parkordnung vorgeschlagen. Diese vorgeschlagene Parkordnung, sollte sie umgesetzt werden, würde Straßenmusik, besonders elektronische Straßenmusik, aber auch Trommelkreise im Mauerpark fast komplett unterbinden. Eine andere Entwicklung, die parallel passiert, welche wir im folgenden Gespräch auch ansprechen, ist, dass Grün Berlin, eine Architekturenfirma, welche unter anderem das Tempelhofer Feld verwaltet, nun auch vielleicht komplett den Mauerpark übernehmen könnte. Das würde bedeuten, dass die Schweterstraße, welcher der Ort ist, an dem die Straßenmusiker spielen dürfen, nun auch unter der Verwaltung von Grün Berlin stehen würde. Ich bin sehr dankbar, dass Katja Ahrens in dem folgenden Interview etwas mehr Einsicht gibt. Einsicht über ihre Erfahrungen in dem Thema, Einsicht dazu, was Mauerpark bedeutet und Einsicht dazu, wie wir diese Herausforderungen vielleicht überwinden könnten. Ja, super cool, dass du da bist, Katja Ahrens. Du bist ja jetzt seit 2021 Bezirksverordnete in Pankow und nebenbei Elternvertreterin und setzt dich sehr für die lokale Kultur und auch hast die Idee von Schule in Kiez öffnen, habe ich mitbekommen. Und danke, dass du hier heute für Mauerpark und die Bedeutung von Mauerpark am Start bist, um ein bisschen über die Geschehnisse und den Entwicklungsstand zu Mauerpark und die Rettung von Mauerpark, wenn es denn vielleicht zu ernst ist, zu reden heute. Ja, danke, dass ich da sein darf. Also tatsächlich finde ich, ist Mauerpark für uns nicht nur in Pankow, sondern auch für Berlin so ein, so ein Kernstück, so ein Herzstück von Leben in der Metropole. Deswegen finde ich das tatsächlich auch wirklich wichtig, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen, was hier passiert und was nicht passiert, was hier passieren soll und was nicht passieren soll. Ja. Weil wir haben das jetzt hier ja gerade in Prenzlauer Berg in den letzten Jahren schon an so vielen Stellen gesehen, dass irgendwie so Restaurants zurückgedrängt werden, dass also Leben, Nachtleben, abends Zeit verweilen und so zurückgedrängt wird. Da muss man sich, glaube ich, irgendwann schon mal die Frage stellen, wie wir hier irgendwie zusammen leben wollen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber trotzdem muss man da auch ein bisschen, schwierige Themen angehen, finde ich. Ja, super gut. Du hast es so ein bisschen angesprochen. Was bedeutet so ein gesunder Bezirk für dich oder ein gesundes Kiez? Ich sag mal, gesund finde ich eigentlich total gut in dem Zusammenhang, das so zu benennen, weil gesund ist natürlich zum einen der Wunsch von Leuten, auch mal ihre Ruhe zu haben, in Ruhe schlafen zu können und so weiter. Gesund ist aber eben auch Zusammenleben. Sich treffen können, Zeit verbringen können, auch mal laut sein, gehört auch zum Leben dazu. Aber wir haben in Corona gesehen, was das mit Gesellschaft macht, wenn dieses sich treffen und einfach Zeit zusammen verbringen, wenn das nicht mehr geht. Ja. Und ich halte das für gefährlich, wenn man jetzt irgendwie versucht, alles so sehr weit zurückzudrängen, weil die Menschen sind da und dieses Bedürfnis, zusammenzukommen und auch mal zu feiern, das ist alles da, das geht nicht einfach weg und das gehört zu uns als Mensch. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sowas zu einem gesunden Bezirk eben auch dazu gehört. Dass man also Räume für alle hat. Ja, super cool, dass du dich da zusammen mit der Linken und der SPD, also deiner SPD,
dafür einsetzt, dass in der BVV das immer wieder auch auf der Tagesordnung beziehungsweise überhaupt angesprochen wird und bekämpft wird, dass also das Vertreiben bekämpft wird, für den Mauerpark gekämpft wird. Und wie würdest du vielleicht so jemand, der es noch nicht so ganz verstanden hat, der vielleicht nicht so familiär ist mit dem deutschen System, die BVV erklären? Ja, das ist in Berlin nicht so einfach. Also weil eigentlich üblich ist sozusagen, dass die Kommunen, also die Städte quasi ihre Vertretungen haben, ihre Parlamente haben. Und in Berlin haben wir das ja so zweigliedrig. Ne? Wir haben einmal das Abgeordnetenhaus, das quasi für das ganze Land Berlin, für die Stadt, mehr oder weniger zuständig ist. Und weil Berlin ja ursprünglich mal viele kleine Städte war, haben wir hier tatsächlich diese Zweigliedrigkeit erhalten. Das heißt, die Bezirke haben dann sozusagen unterhalb des Abgeordnetenhauses nochmal so ein kleines eigenes Bezirksparlament. Ja. Streng genommen ist es kein richtiges Parlament, aber wir sind halt als Bezirksverordnete eben die gewählten Volksvertreter für die einzelnen Bezirke. Und unsere Aufgaben sind zum einen das Anregen von Verwaltungshandeln. Also wir können dem Bezirksamt schon sagen, hey, wir wollen, dass ihr euch mal mit diesem oder jenem oder welchem Thema beschäftigt. Macht mal so ein Projekt, macht mal dieses, macht mal jenes. Dafür fassen wir Beschlüsse. Und wir sollen natürlich auch die Arbeit des Bezirksamtes, also der Verwaltung, sozusagen kontrollieren. Das sind so die zwei Ebenen, mit denen wir uns im Wesentlichen beschäftigen. Und da kannst du natürlich ganz viel ausgestalten. Ja. Ja? Wie würdest du beurteilen die bisherige Entwicklung vom Mauerpark als Thema in den letzten 3 Jahren im Zusammenhang jetzt Bezirksamt und die Probleme und wie die Parteien positioniert waren? Naja, ich sag mal so, mit Mauerpark beschäftigen wir uns ja schon lange. Ne? Also auch schon länger, bevor ich dabei war, weil die Sanierung der Flächen und ich sag mal, das was jetzt hier ja auch mit den einzelnen Bauabschnitten passiert und so, das hat ja alles eine Vorgeschichte. Und da hat sich tatsächlich Verwaltung zusammen mit allen Parteien in der BVV wirklich dahinter geklemmt. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich jetzt mit diesem ganzen Sanierungsthema nicht so weit. Und dann gibt's halt... Also die Verwaltung, meinst du, das Bezirksamt hat sich dahinter... Müsse ja, na klar. Ja. Na klar. Also in Absprache sozusagen auch mit den Senatsverwaltungen, die da mit drin hängen. Ja? Weil das Geld für die Sanierung hier im Mauerpark kommt ja nicht aus dem Bezirk. Das kommt ja, ich glaube, es ist Stadtentwicklung, die Senatsverwaltung, die da eben einfach auch Mittel zur Verfügung stellt. Gibt ja nicht umsonst. Ja. Also insofern ist dieser Teil, glaube ich, schon eine gute Geschichte. So für Verwaltung und Politik, weil wir sind hier einfach ein Stück weitergekommen. Was jetzt im Moment diskutiert wird, ist nachvollziehbar. Also in Zeiten, wo die Haushalte knapp sind und so, dass man Wege sucht, wie man irgendwie Unterhalt für so einen Park einsparen kann oder woanders rausnehmen kann. Das kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem ist hier schon die Frage, ob zum Beispiel, wir diskutieren ja im Moment Grün Berlin, ob die hier die Pflege übernehmen. Ja, wo es bisher das Bezirksamt war und vielleicht auch nochmal unabhängige Sache, dass vorher mehr oder weniger die verschiedenen Vereine im Ausschuss drin waren, Safe Mauerpark, Freunde des Mauerparks, Berlin Street Music. Die waren ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bisher eigentlich so schon mehr involviert. In diese Praktikerrunden, ja. Das habe ich auch so wahrgenommen. Und jetzt meinst du, gibt es halt diese Probleme, die unausweichlich sind von Sachen Geld, Kürzungen, Grünflächenerhalt. Und da kam Grün Berlin dann rein, habe ich das richtig verstanden, und hat Lösungen angeboten? Oder wie könnte man das beschreiben? Also Grün Berlin hatte ja hier im Mauerpark immer schon Teilflächen, ne? Also deswegen und dann den Neubau. Genau, also hier ich glaube, das ist der Bereich Waldplatz, wo sie ja ohnehin schon auch aktiv sind über Jahre. Das heißt, da besteht eine Zusammenarbeit, die wohl ja auch nicht so schlecht ist. Ne? So, insofern ist es schon naheliegend, dass man dann auch überlegt, kann man das nicht ausweiten? Und so wie ich das am Ausschuss von der Stadträtin wahrgenommen habe, ist eben genau darüber sozusagen die Diskussion gekommen. Zum einen muss man eben im Haushalt Dinge einsparen oder versuchen, alternative
Finanzierungswege zu finden. Zum anderen ist die Sanierung mit dem Mauerpark doch teurer geworden, zum Beispiel wegen dieses Rollrasens, der hier verlegt worden ist. Der hat natürlich, muss man anders pflegen. Ja. Bewässerungssysteme. Das Bewässerungssystem, das sind halt Dinge, da hätte man vorher Ja. abwägen müssen vielleicht. Aber jetzt ist es halt die Realität. Und jetzt ist es so. Ne? Also Ja. das bringt doch nicht nach hinten zu gucken, wir müssen jetzt gucken, wie wir damit zurechtkommen. So, und dann kam Ja. halt diese Idee mit Grün Berlin, weil das Die ja ein besitzen Landesunternehmen ist. Ne? Gleisdreieck, Tempelhofer Feld, ich glaube auch Görlitzer Park, bin ich mir gerade nicht sicher. Das weiß ich Verschiedene nicht genau. Grünflächen. Genau, also die betreuen verschiedene Grünflächen, auch größere Grünflächen. Es ist ein Landesunternehmen, also das ist jetzt nicht so ein ganz privatwirtschaftlicher Player sozusagen, der da irgendwie reinkäme. Aber wir haben halt hier im Bezirk durchaus eine Geschichte mit Grün Berlin. Darf ich da fragen, was ist die Geschichte? Ich hab gehört, es gibt da auch ein bisschen Kontroversen ob die jetzt in der Zukunft weitermachen, wie sie weitermachen. Ich habe persönlich nur einmal mit jemandem vom Grün Berlin gequatscht, der dann ganz nett war, der mir gesagt hat, ja, wenn ich hier auf dem Tempelhofer Feld eine Veranstaltung machen müsste, das war eigentlich, das andere Kollektiv hat das gemacht, war ganz cool, macht das doch einfach irgendwie so, wegen Tempelhofer Feld, aber es war jetzt ein Mitarbeiter. Ja, ich meine, menschlich sind die sicherlich alle total in Ordnung. Ja? Das würde ich jetzt an der Stelle auch gar nicht irgendwie bezweifeln. Die Geschichte, die wir hier haben im Bezirk, die Grün Berlin hat über viele Jahre die Pflege und Entwicklung übernommen für die Botanische Anlage Niederschönhausen. So, und da hat sich über die Jahre eine gewisse Unzufriedenheit eingestellt, sowohl beim Bezirksamt selber als auch bei uns in der BVV und natürlich auch bei den Besuchern dieser Anlage, weil nicht so richtig was vorangegangen ist. Okay. Und weil sozusagen das, was eigentlich an Entwicklung hätte passieren sollen, nicht so passiert ist, wie das wünschenswert gewesen wäre. Und das endete dann damit, dass wir in der BVV, damals als ich angefangen habe, das war eine der ersten Themen, die wir bearbeitet haben, diesen Vertrag, der damals mit Grün Berlin bestand, aufgekündigt haben. Also wir haben als BVV gesagt, nee, wir wollen nicht, dass der fortgeführt wird. Da gab es auch Kontroversen unter den Kollegen. Die Grünen wollten das, glaube ich, damals nicht. Aber wir haben dann trotzdem eine Mehrheit dafür gehabt. Und dann gab es eine Abstimmung. Dann gab es eine Abstimmung, genau. Und dann wurde am Ende dieser Vertrag auch aufgelöst. Und im Nachgang hat sich halt herausgestellt, dass es da auch tatsächlich Dinge gab, die offenbar anders vereinbart waren. Ne? Okay. Also wir haben dann auch das ist noch nicht final gelöst, aber es gibt zum Beispiel auch einen BVV-Beschluss zum Thema Schanzersatz für die botanische Anlage. Und das ist auch, also wenn man das im Hinterkopf hat, das zog sich über viele Jahre, diese Diskussion mit Grün Berlin dort und die Zusammenarbeit. Wenn man das im Hintergrund hat, dann kann man schon auch eine skeptische Grundhaltung entwickeln. Ja. Aber die sind schon eine GmbH und bieten auch ein bisschen Vorteile gegenüber klassischen Strukturen wie dem Bezirksamt, um Sachen voranzubringen. Ist das eins der Argumente oder dass sie mehr Geld haben? Ich würde im Endeffekt auch vor allem nochmal fragen wollen, ob du direkt Angst hast und dir vorstellen kannst, dass wenn Grün Berlin den Mauerpark übernimmt und die Verwaltung, sag ich mal, komplett, auch mit der Schweterstraße, die bisher geschützt war, hier zum Straßenmusizieren, ob dann damit verbunden irgendwelche Maßnahmen, die gegen Straßenmusik sind, einhergehen könnten, nach dem Vertrag, der halt vorgelegt ist. Oder? Also, warte mal, lass uns mal sortieren. Also, welche Vorteile bietet Grün Berlin? Ja. Natürlich, so wie sich das anhört. Ich kann ja auch immer nur das bewerten, was wir vom Bezirksamt gesagt bekommen. Scheint es hier irgendwie eine wie auch immer geartete Absprache zu geben mit der Senatsverwaltung und Grün Berlin, was eben die Finanzierung sozusagen hier des Mauerparks anlangt für die Pflege. Und wenn das tatsächlich alles so umgesetzt wird, dann zahlt der Bezirk 106.000 € an die Senatsverwaltung und den Rest wickeln die dann sozusagen mit Grün Berlin ab. So. Das Bezirksamt schätzt auch, dass die Pflege hier mehr kostet als diese 106.000 €. Das ist alles, was sie ungefähr haben. Ja, so. Was ich so ein bisschen schwierig daran finde, ist, obwohl das Bezirksamt mit uns offen über dieses Vorhaben gesprochen hat und sich auch wirklich bemüht hat, unsere Kritikpunkte und so da an der Stelle in diesen Vertrag mit reinzuarbeiten, ist halt nicht ganz klar,
auch von den pflegerischen Arbeiten, was soll Grün-Berlin hier eigentlich ganz genau machen? Also es gibt nicht so eine Liste von, das sind eure Aufgaben, das sind die Preise dazu, sowas. Okay. Ja, das hätte ich mir gewünscht. Weil dann Und auch kannst keine du's- exklusive Liste mit, das machen sie nicht. Und, Naja, also wie gesagt, diese Preisliste gibt's so nicht irgendwie. Okay. Wird eine Pflegevereinbarung geben, die kennen wir aber nicht. Okay. So, die wird gerade noch ausgearbeitet. Insofern wollte das Amt jetzt von uns quasi eine Zustimmung für einen Vertrag, wo ich aber einen Teil des Vertrages, nämlich diese Aufgabenliste, eigentlich nicht so richtig kenne. Da habe ich habe ich meine Schwierigkeiten mit. Ja. So. Und ich so was in diesem nachvollziehen. Vertrag festgehalten ist, ist, dass also sogenannte hoheitliche Aufgaben, das heißt alles, was mit Genehmigungen und so zu tun hat, weiterhin beim Bezirk bleibt. Das war uns auch ganz wichtig, dass das da drin steht. Ja, klasse. Was mir aber fehlt, ist, dass wir als BVV noch irgendwie Möglichkeiten haben, mitzugestalten. Also wir kriegen zwar, das ist jetzt in dem Vertrag auch drin, wir kriegen Berichte regelmäßig und Grün-Berlin steht für Fragen zur Verfügung. Das heißt aber nicht, dass wir als BVV sagen können, oh, wir würden gerne anregen, dass im Mauerpark dieses und jenes und welches passiert, können wir zwar machen, aber ob das irgendwen interessiert, werden wir dann sehen. Okay. Das gab es zum Beispiel in der Botanischen Anlage damals, gab es noch so einen Beirat. Da waren Und selbst da ist es so ein bisschen nach hinten losgegangen. ja, aber da hatten wir in anderen zumindest Sachen. dieses Steuerungsgremium, wo auch Ja. Bezirksverordnete aller Parteien dabei waren. Und so. Also da konntest du auch ein bisschen Hm. Willensbildung betreiben. Das haben wir jetzt hier an der Stelle nicht. Das finde ich ziemlich schwierig. Und wann ist das Datum? War das jetzt schon, dass der Vertrag für die vollständige und Übernahme für die Pflege unterschrieben wird? Auch das ist so ein bisschen unklar. Also Das sollte doch Ende September? im Ausschuss hat uns das Bezirksamt immer wieder gesagt, sie hätten Zeitdruck, sie müssten das bis Ende September unterschreiben. Jetzt hatten wir ja letzte Woche nochmal, eine finale Version dieses Vertrages. Dann stellte sich aber raus, dass das offenbar mit Grün-Berlin noch gar nicht final besprochen ist. Und wenn jetzt das Bezirksamt dabei bleibt, Ende September, dann wäre Montag der letzte Termin, weil Montag ist der 30. Ja. So. Und wir wollten ja gerne, das waren diese Das war Dringlichkeitsanträge beim letzten Mal. Ja, letzten Mittwoch, danke für den Einsatz mit dem Eindringlichkeitsantrag, um Grün-Berlin da die Übernahme zu erstmal pausieren ein bisschen und dann den zweiten. Wir wollten gerne, dass dieser Vertrag und die Abstimmung nochmal in die BVV kommen. Dass es sich also nicht nur in diesem kleinen Ausschuss abspielt, wo nur, ein Teil der Bezirksverordneten drin sitzt und mitdiskutiert, sondern dass das eben in der großen Runde diskutiert wird. Ja. Weil wir finden, dass dieser Park einfach so eine große Bedeutung hat. Nicht nur für Pankow, sondern über unsere Bezirksgrenzen hinaus. Dass das einfach auch groß debattiert werden muss. Aus unserer Perspektive. Das Bezirksamt stellt sich jetzt auf die Position, dass sie sagen, ja, es ist nur ein Pflegevertrag. Das brauchen wir nicht. Und die BVV würde hier irgendwie ihre Kompetenzen überschreiten. Das kann alles sein, dass sie diesen Beschluss von der BVV nicht brauchen. Ich finde aber trotzdem, in einer demokratischen Gesellschaft ist es eine Frage von Stil, dass man solche wichtigen Themen Durch die gemeinsam große Runde. bespricht. Ja. Genau. Und zwar in der großen Runde. Ja, auf jeden Fall. Aber da waren leider die Kollegen von Schwarz-Grün, die ja hier sozusagen im Moment auch die Mehrheit haben, nicht zu bewegen. Ja, das ist schade, vor allem, weil Grün ja auch ein bisschen im Boot war früher noch, wenn es um Mauerpark in alle Ausschüsse, in die große Runde behalten ging. Was ist da passiert, wenn ich fragen darf? Naja, ich glaube, es ist einfach auch das Politik. Ne? Du musst natürlich auch immer ein bisschen gucken, wie sind so die Mehrheitsverhältnisse und so. Die haben jetzt eben diese Zielgemeinschaft und damit haben sie sich ja auch an gewisse Kompromisse und Regeln gebunden. Und das wird dann in solchen Themen schwierig. Schade ist halt, dass das dadurch so ein Politikum wird irgendwie, weil der Mauerpark ist eigentlich nichts, woran man jetzt irgendwelche Parteikonflikte entscheiden darf, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein urbaner Hotspot, der auf jeden Fall Schutz braucht. Und ja, der zweite Dringlichkeitsantrag, der letzten Mittwoch leider auch, den ihr gestellt habt, abgelehnt worden ist, war, um nochmal die Parkordnung anzugehen, die ja vorgelegt wurde, ich glaube, am 12. diesen Monats, am 12. September, die ellenlang ist und meiner Meinung nach zwar viel behauptet, aber wenn man dann an die härtesten Regelungen oder
Anti-Regelungen geht, Verbote, dann auf diese auch, finde ich, runterzubrechen ist, weil in der Aktion hieße das, dass Straßenmusik keinen Schutz mehr hat, keine Rechte und besonders elektronische Musik keine Daseinsberechtigung mehr hat. Und auch die Trommelgruppen, was ja einfach nicht sein darf. Also, und da bin ich auch sehr dankbar. Was ist da passiert beim Dringlichkeitsantrag, dass die, also... Naja, auch das ist natürlich wieder so ein bisschen auch, ich vermute, das ist ein bisschen politische Taktik. Ne? Also wir haben ja gesagt, wir wussten halt von dieser Version der Parkordnung nichts zu dem Zeitpunkt, wo wir hätten Anträge einreichen müssen, und weil wir halt erst später sozusagen die aktuelle Fassung bekommen haben. Ja. Und deswegen haben wir dann daraufhin gesagt, Moment, wir wollen hier auch politischen Zeichen setzen. Das hatte ja eigentlich die Stadträtin des Bezirksamts im Ausschuss auch, darum hatten die auch gebeten, dass wir uns politisch dazu verhalten. Okay. Deswegen haben wir das entsprechend aufgegriffen. Und auch hier, weil es dreht sich um das, was im Mauerpark passiert, ist uns wichtig, dass das in großer Runde in der BVV besprochen wird. So. Ja. Wir hatten uns ja auch früher schon mal dazu geäußert, was hier passieren soll und was nicht. April und als SPD genau haben wir uns ganz klar dahingestellt und gesagt, wir möchten, dass weiter Grillen geht, wir möchten, dass weiter die Straßenmusik geht und dass Karaoke funktioniert, dass also einfach das Leben hier in diesem Park so bleibt, wie es ist und dass dieser Park kein draußen Museum ist, sondern wirklich ein Ort, wo du leben kannst. So. Was natürlich eine enorme Freiheit ist. Na klar. Ich bin da so weit nur am Verstehen, dass es halt früher Todesstreifen war. Dann gab es die Philosophie von, hey, lass uns Kultur hier hinbringen, weil es ja auch Kriminalitätsprobleme gab. Ziemlich gleich kam dann auch Karaoke am Anfang, um dann so ein bisschen für Frieden zu sorgen. Ist das so ein bisschen richtig dargestellt? Was ist deine Perspektive? Naja, also vor allem, ich meine, du musst dir vorstellen, Todesstreifen ist richtig. Das war hier mal ein ganz trauriger Ort in einer bewegten Geschichte dieser Stadt. Und du kannst natürlich auch ein Andenken an solche Zeiten nutzen, um eben zu sagen, okay, wir wollen das nicht. Umkehren. Wir wollen das als Gesellschaft nicht, wir wollen nicht dahin zurück. Und genau deswegen ist es hier ein Ort, wo Leben passiert, wo Leben sein soll. Ja, richtig. Genau, also dadurch verliert diese Geschichte auch so ein Stückchen ihren Schrecken. Und ich finde tatsächlich, dass das für uns als Gesellschaft, die wir heute leben, ein wichtiges Mittel ist, um einfach zu verhindern, dass solche Dinge wieder passieren. Ja, also von daher ist gerade hier dieses Leben einfach auch super wichtig, dass es eben bestehen bleibt. Und dass eben auch diese Freiheit hier bestehen bleibt. Weil wir kommen von ganz anderen Rahmenbedingungen. Und das ist eben das, was uns hier an der Stelle wichtig ist. Ich verstehe natürlich auch, dass wenn hier Touristen sind, dass wenn hier viele Menschen unterwegs sind, na klar, ist es laut, na klar, gibt es da auch mal Konflikte und so. Aber auch da stelle ich mir dann immer die Frage, wenn das Einzelfälle sind, und so hört sich das zumindest in den Beschreibungen des Bezirksamts an, das sind also im Verhältnis zu der Gruppe, die diese Fläche nutzen, eine kleine Gruppe ist, die da irgendwie Ärger machen, so. Oder die sich ärgern. Dann, ich weiß nicht. Dialoge, aber ich verstehe das auch. Das ist dann also auch Plätze das Interesse von Einzelnen gegen das Interesse von vielen. Was denkst du, wie müsste das im Idealfall laufen, wenn es über das Bezirksamt jetzt ginge? Weil ich glaube, das Bezirksamt kriegt auch, ich habe aus Quellen gehört, derjenige, der sich da am meisten beschwert, hat auch einen Anwalt. Und derjenige, der die Parkordnung geschrieben hat, ist der sich mit den Beschwerern auch primär auseinandersetzt, wenn das so stimmt. Und ja, der ist wahrscheinlich auch sehr genervt. Der hat vielleicht auch nicht so das Bild von der Kultur und dem Hotspot und dem generationalen Austausch und der Lebendigkeit, die hier stattfindet, um halt irgendwie Verbundenheit zu fördern. Und aber trotzdem, ich vermute, wenn ich jetzt dich frage, was man da machen sollte, wahrscheinlich medialer Druck trotzdem. Ja, vor allem muss man viel miteinander sprechen. Man muss gucken, dass man dass man irgendwelche Wege und Lösungen findet, wie man Kompromisse schließen kann. Ich meine, die Freunde des Mauerparks haben hier Dinge vorgeschlagen. Die machen hier einen tollen Job, sind hier wirklich aktiv und haben sich auch Gedanken gemacht.
Und dann ist natürlich die Frage, wie du so einen Prozess quasi steuerst und begleitest. Da sehe ich tatsächlich schon auch Politik irgendwie in der Verantwortung, da auch sich einzusetzen und eigentlich auch sich einzusetzen für die Nutzerinnen und Nutzer dieser Fläche hier. Ja, fürs Ja. Mediieren und vielleicht Genau. auch. Und am Ende muss man aber gucken, wo man rauskommt. Ja, Das muss ich auch ganz klar sagen. Also ich habe persönlich und meine Fraktion, wir haben da eine Haltung zu dem Thema. Wir sind für das Leben im Mauerpark. Aber ob wir das nachher am Ende, ob wir da ankommen, alle gemeinsam, also Ja. das kann keiner vorhersagen. wie jetzt zum 13.11. ist die nächste BVV, wo dann final über die Parkordnung entschieden wird. Nee. Also wir hatten jetzt nochmal im letzten Ausschuss, letzte Woche, hatten wir eine aktualisierte Fassung. Mit der haben wir uns aber tatsächlich auch noch nicht bewusst noch nicht beschäftigt. Und das heißt, diese Diskussion um die Parkordnung wird weitergehen. Und es ist auch gar nicht notwendig, das jetzt irgendwie zu überstürzen, weil wir haben ja eine gültige absolut. Parkordnung. Und die gilt ja, so die ist- lange, bis wir eine neue haben. Und nur nochmal, um es nochmal reinzuwerfen, ist weder Straße erlaubt bis 20:30 Freitag, Samstag, Sonntag in die Richtung, Ja. Richtung Hügel zu spielen. Und es scheint auch zu funktionieren. Vielleicht nicht so am Eingang die lautesten Ja, Raves ja. machen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ist aber auch in der Parkordnung geregelt eigentlich. Eben, also deswegen, wir haben jetzt im Moment eine gültige Parkordnung und die neue Version, die muss man sehr, sehr, sehr genau lesen und sehr genau auch diskutieren. Weil Ja, manchmal verbergen sich solche Konsequenzen dann irgendwie in einem Halbsatz, wenn du da irgendwie das schnell genau das drüber meine ich. Es sind fliegst. auch nicht alles schlechte Nee. Intentionen und Vorschläge und Ansätze da drin. Aber eben, ja, da muss man Das sich halt... ist ja genau das Gleiche wie mit diesem Vertrag mit Grün-Berlin. Das Bezirksamt sagt, ja, die dürfen also nicht verbieten, dass hier irgendwelche Veranstaltungen sind, weil das macht weiterhin das Bezirksamt. So. Was aber zum Beispiel so ein Gärtner sagen kann, ist, oh ja, die Rasenfläche ist übernutzt, der Rasen ist im schlechten Zustand, dann sperren wir den jetzt mal ab, damit sich der Rasen entspannt. Ja, aber da haben wir aber auch nichts gewonnen Ja, für den Mauerpark. ja, Ne? ja. Wenn du dann nicht mehr auf die Flächen treten darfst. Ja, das, Ich möchte nicht- Auf jeden Fall. Ich möchte nicht in so einem Bezirk leben, wo überall so kleine Zöllchen um die Wiesen sind und draufsteht, bitte Wir Rasenfläche haben nicht botanische betreten. Garten und wir haben andere Grünflächen, Ja. die tatsächlich total nur auf Entspannung halt getaktet sind, auch durch Schutz. Ja, des und auch SGA, Naturschutz so. ist auch wichtig. Ja, Das ist wichtig und Artenschutz ist auch wichtig. Aber wir brauchen auch Fläche für Menschen. ja, auf jeden So, Fall. irgendwie so ein bisschen Artenschutz hat auch was mit Menschen zu tun. Ja, und ich glaube, da kommt sehr viel Frieden und sehr viel ja, Inspiration und auch, glaube ich, für den Kiez, für Jung und Alt, um zusammenzufinden. Ja. Ganz viel. Und gerade das Wichtigkeit, brauchen wir in der Gesellschaft im Ja. Moment. Das, die also- auseinanderdriftet vielleicht. Ne? Und vor allem auch für, ich sag mal, für junge, wir brauchen auch Dinge für junge Menschen, Auf für jeden Fall. junge Erwachsene. Ne? Also Ja, ich hatte die Idee, vielleicht machen wir mit Safe Mauerpark, Mauerpark e.V. und mit Berlin Street Music irgendwie ein cooles Fest, um Ja. mal der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, das sind jetzt alle Straßenmusiker, die ihren Instrumenten Unterricht anbieten, kostenlos. Kann jeder mal beiwohnen, finde sich ich ein Bild super. machen, sowas nach dem Motto. Es passiert sowieso viel zu wenig für unsere Jugendlichen. Also bis die 12 sind, hast du noch irgendwie so Angebote für Kinder und so. Und dann ab dem Moment, Wo wo es wichtig wird, ja, da ist dann, wo es wichtig wird, zentral kippt es Abi-Stress. irgendwie. Ne? Wir haben Ja. zu wenig Jugendclubs, wir haben zu wenig Flächen, wo die hingehen können. Bei uns in Niederschönhausen zum Beispiel, der größte Jugendclub ist der Schlosspark, weil wir keinen Jugendclub haben und so. Also wir haben auch keinen Ort, wo die hingehen Die können. machen sich einen Weg, ja, ich finde dann. Und hier können die aber einfach Ja. sein. Ja? Ja, es Und ist die so, dürfen ja. auch mal laut sein, das müssen die auch. Aber es kann ja nicht sein, dass wir sozusagen diese Altersgruppe dann irgendwie total ausschließen und irgendwann, wenn die dann, weiß ich nicht, 30 sind, dann tauchen die wieder auf. Dazwischen passiert viel zu viel Ja. und wir sehen das nicht. Ja, das würde ich auch gerne den Leuten mitgeben, dass sie diese Freiheit halt auftanken Ja. und mitgestalten können. Ja. Auch für die Zukunft, für die nächsten Jahrzehnte. Absolut. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Um nochmal zurückzukommen, ich glaube, Herr Sasse war das, der früher auch bei den Akustik-Shells geholfen hat, mit Safe Mauerpark, trotz der Problematik, dass eben der Architekt eben nichts verbaut haben wollte oder die Frau das zumindest schützt, die Philosophie von, das würde uns natürlich einfach machen, wenn das irgendwie offen wäre, jetzt feste akustische
Schutzmaßnahmen reinzubauen. Mhm. Das ist aber schon die Herausforderung. Ja, das ist die Herausforderung. Das ist ehrlicherweise auch was, da kann ich immer nur ein bisschen den Kopf schütteln, weil wir versuchen, Stadt weiterzuentwickeln, an die Bedürfnisse, die die Menschen einfach haben und die sie auch zu Recht haben. Und wir scheitern dann an solchen Dingen wie Architektenrechten oder Denkmalschutz oder sowas. Das ist eigentlich völlig Wahnsinn. Ja. Insofern kann ich hier auch Ja. nur hoffen, dass man da... Das wäre ja in der Philosophie von dem lange gewesen, der Ja, ja auch klar. das Ganze, der hat ja das Atrium und die jetzige, das nicht Kolosseum, das Amphitheater. Amphitheater, ja. Ja, gut Job. Ich glaube, der wäre da total dabei, vielleicht noch ein paar davon mehr zu bauen. Ja, also vielleicht Oder muss man sowas. da auch nochmal irgendwie diese Diskussion neu aufnehmen. Da war Ja. ich jetzt nicht so richtig involviert in die Gespräche mit der Familie von dem Architekten. Ach, da gab's, okay. Ich glaube schon, ja, weil irgendwo muss ja auch die Information herkommen, dass sie das jetzt nicht wollen. Das Ja, hat sich ja ja. keiner ausgedacht. Bisher gab's halt immer dieses Aufbauen hinten aus dem Lagerraum und dann 100 Meter schleppen und wieder in die Fangführung rein und wieder danach abbauen von dieser Akustikshell. Ja, aber weißt du, auch selbst wenn das ein Weg ist. Ja, das würden wir schon stemmen. Dann- Also das kriegt man, glaube ich, auch mit Parkwächtern vielleicht irgendwie hin, dass die das supporten. Ich meine, guck mal, du guck dir an, wie viele Leute hier unterwegs sind, dann fasst halt jeder mal mit an und trägt so ein Ding und gut ist. Ja, das wäre auf Also, jeden Fall möglich. wenn das eine mögliche Lösung wäre, dann glaube ich schon, dass es genug Leute geben würde, die das auch unterstützen. Ja. Und der Herr Sasse ist ja vom SGA. Das ist nochmal was anderes als das Bezirksamt. Nee, das ist sozusagen das Straßen- und Grünflächenamt, das ist Teil des Bezirksamts. Bezirksamt sind sozusagen alle Arbeitsbereiche, also Bürgermeisterei, Schule und Sport, Ordnung und öffentlicher Raum. Mhm. Und bei Ordnung und öffentlichem Raum ist sozusagen das Straßen- und Grünflächenamt mit dabei sozusagen. Das ist deren Geschäftsbereich. Ah, okay. Cool. Und wie kam das jetzt zustande, dass der Safe Mauerpark gefragt hat, unter anderem, dass sie nochmal eine Überarbeitung einreichen? Du meinst von der Parkordnung? Parkordnung, von der jetzt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Also die haben ja in diesem runden Tischmauerpark zusammengesessen. Der hat, wenn ich das richtig weiß, 2-mal stattgefunden. Da ging es eben darum, dass man neue Parkregeln macht. Mhm. Und da wurden sozusagen diejenigen, die an dem runden Tisch beteiligt waren, auch gehört. So, Mhm. wenn du dir jetzt aber diesen Entwurf halt anschaust, dann ist nicht alles so aufgenommen worden, wie es da besprochen worden ist. Mhm. Und jetzt im Moment finden diese Runden auch so nicht statt. Okay, aber irgendwie wurde kommuniziert durch Uli Schweizer, habe ich erfahren, dass da eine Überarbeitung angefordert worden ist von uns quasi. Also, dass wir da Naja, nochmal die das wäre Chance ja haben. gut. Ich meine, wir Ja. haben das ja im Ausschuss auch sehr deutlich gemacht. Ne? Und es gab ja auch schon mal einen BVV-Beschluss zu dem Park. Also nicht explizit zu den Parkregeln, aber dazu, was hier passieren soll. Mhm. Ne? Also das hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also, dass weiter Straßenmusik geben soll und das Grillen und so weiter. Das ist ja ein politischer Auftrag, den wir an der Stelle auch ausgesprochen haben. So, und wenn die halt sehen, passt vielleicht noch nicht so ganz in das, was wir hier geschrieben haben, dann muss man das halt überarbeiten. Ja. Und so in etwa wird es auch gerade diskutiert im Ausschuss. Hm. Ja, es sind echt viele, viele Gremien, viele Ja. verschiedene Ausschüsse und Dynamiken. Ja, wie machst du das jetzt seit mehr als 3 Jahren in der BVV? Aber was sind so was motiviert dich, wenn du eigentlich mal eine Woche hast, wo nichts so richtig vorangeht und man sich das Gefühl hat, im Kreis zu drehen? Wie machst du das für dich fest, da so einen Mut und Tatkräftigkeit zu behalten? Naja, also ich sag mal so, ich habe seitdem eigentlich keine Woche, wo mal nichts ist. Das weiß man aber vorher, finde ich, wenn man sich für sowas meldet irgendwie. Ja, wie motiviert man sich? Weißt du, wir leben hier in dieser Stadt. So. Und wir können nicht weg. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die abhauen, sondern ich bin hier und ich gehöre hier hin. Und ich bin nicht so ein Charakter, der dann irgendwie nur rumsitzt und meckert. Weil damit änderst du nichts und damit wird es auch nicht besser. Und es war am Ende für mich auch damals der Punkt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Partei und ich nehme diese ganze Herausforderung an. Ich kümmere mich darum, dass das klappt mit der BVV. Weil auch wenn es ganz kleine Schritte sind zum Teil, du kannst schon was bewegen. Ne? Also es gibt so ein paar
Einzelvorhaben, die habe ich dann jetzt mal gestartet, seitdem ich dabei bin. Und dann hat die Feuerwehr bei uns in Niedersteinhausen jetzt halt so ein Schild, wo die Autos nicht mehr vor die Wache fahren, wenn Stau ist, sondern dass die halt für die Feuerwehr raus kann. Und das sind Dinge, da freue ich mich dann drüber. Also du musst lernen, dich sozusagen mit so kleinen Zwischenzielen über Wasser zu halten. Und dann gibt's eben so große Dinge wie den Mauerpark, wo es einfach auch eine Frage von Überzeugung ist. Und da muss man eben auch mal dafür kämpfen. Das kommt auch aus der Elternvertretung. Da kämpfst du auch immer nicht für dich selber, sondern für die Schülergenerationen, die nach dir kommen. Und man kann ganz viel erreichen, wenn man gute Argumente hat, wenn man gemeinsam die Leute zusammenbringt und wenn man aber auch, ich sag mal, nicht auf also wenn man Kompromisse sucht und findet. Ne? Du musst immer bereit sein, auch ein bisschen zu handeln. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Und dann tust du was Gutes. Und das ist Motivation. Ich glaube, ja, das ist die Motivation eigentlich. Cool. Ja, danke, dass du dich da unter anderem fürs Kiez und für Mauerpark einsetzt. Sehr gerne. Ja, danke für die Zeit. Und wenn Leute dich finden wollen oder der SPD, der BVV ein bisschen Fragen sich einbringen wollen, Fragen haben. Na, ihr findet uns im Internet, also auf unserer Webseite der Fraktion. Da gibt's auch eine Kontaktadresse zu unserem Fraktionsbüro und dann kann man sozusagen sagen, wen man haben will oder welches Thema man hat und dann verteilen wir das. Ich glaube, wir sind auch bei Facebook unterwegs und bei Instagram auch. Cool. Ja, vielen Dank. Danke dir. Gerne. Super. Cool. Haben wir's.